Gunnar Schupelius ist heute unser Gast zu Meine Welt, meine Meinung am Morgen. Schön, dass Sie da sind. Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, lassen Sie uns direkt mal mit dem Aufreger auch starten. Da sind Sie immer noch empört über die Zahl der Gewaltdelikte. Und dabei sind die von gestern. Ja, und so schnell vergeht die Zeit und so schnell werden Nachrichten wieder beiseite geräumt. Wir haben eine Kriminalstatistik veröffentlicht bekommen gestern für das Jahr 24, die absolut erschreckend ist. Die Zahl der Gewaltverbrechen, also der schweren Straftaten, Körperverletzung, Totschlag, Vergewaltigung sind dramatisch angestiegen. Und unter den Tätern wiederum ist der Anteil der Ausländer besonders hoch, noch höher als im Jahr davor. Die Liste wird angeführt von Syrern, Irakern und Afghanen, also genau von den Ländern, aus denen die meiste unkontrollierte Zuwanderung zu verzeichnen ist. Das heißt, wir haben einen Zusammenhang zwischen der unkontrollierten Einwanderung und der Verbrechensstatistik, also den Gewaltverbrechen. Das ist auch gar kein Wunder, denn viele dieser Menschen kommen aus Verhältnissen, in denen sie nur Gewalt kennen, Krieg oder auch familiäre Gewaltverhältnisse. Und es wirft abermals ein Licht darauf, dass wir diese unkontrollierte Einwanderung begrenzen und beenden müssen, was in den Koalitionsverhandlungen zurzeit kaum eine Rolle spielt. Schauen wir mal auf die Nachricht des Morgens. Dazu kann man sagen, nichts ist mehr so, wie es war seit gestern Nacht, auch was die Zölle betrifft. 20% Zoll auf Importe in den USA aus der EU ist ein ganz großer Schlag für uns, für unsere Wirtschaft. Die USA sind nach China der wichtigste Exportmarkt oder sogar noch davor bei vielen Produkten, außer der Europäischen Union natürlich. Das ist ja eine Freihandelszone. Wir müssen uns aber jetzt auch mal fragen, wie die Vergangenheit war. Ich erinnere mich, dass wir vor 10 Jahren noch über eine Freihandelszone gesprochen haben mit den USA. Das waren Verhandlungen, die Angela Merkel geführt hat mit Obama. Da war man sogar kurz davor und hat gesagt, Europa und USA, das wird einen Freihandel geben. Und dagegen gab es Massendemonstrationen auf den Straßen gegen TTIP, von ganz rechts bis nach ganz links, von Greenpeace bis Fridays for Future, die gab es noch nicht, aber die Vorläufer waren alle dabei, alle auf der Straße. Nein, mit den Amerikanern auf keinen Fall. Dann geisterte das Chlorhuhn durch die Öffentlichkeit. Die Amerikaner würden die Hühner chloren, bevor sie essen, und das sei ungesund. Auf dem Niveau wurde damals diskutiert und in aller Öffentlichkeit wurde dieses Freihandelsabkommen, was Angela Merkel und Obama sehr weit gebracht hatten, begraben in einer wüsten, populistischen Stimmung gegen Amerika. Und jetzt haben wir dann in Amerika den Rückschlag. Kein Freihandel mehr, sondern genau das Gegenteil, Zölle. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass der falsche Weg ist. Aber für Trump ist es wahrscheinlich eben auch eine Möglichkeit, die Wählerstimmen auf seine Seite zu bringen. Und jetzt fragen wir uns, was macht die Europäische Union heute? Denn sie muss verhandeln. Sie kann das natürlich so nicht stehen lassen. Sie muss nach Washington reisen, niederknien und sagen, Trump, gib uns doch bitte noch eine Chance. Nicht? So wird es jetzt etwa aussehen. Ja, und Verhandlung ist ein gutes Stichwort, Herr Schupelius. Denn eigentlich könnte man ja jetzt, wäre der perfekte Zeitpunkt zu sagen, diesen Paukenschlag aus den USA hören wir in Deutschland und setzen das auch in den Koalitionsverhandlungen um. Das wird für Sie heute wichtig. Trump macht das ja sozusagen, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Aber es ist immerhin eine Reaktion auf die schrumpfende Wirtschaft in den USA, die ganz große Probleme hatte, auch gerade in der Automobilindustrie. Und das sehen wir eben bei uns nicht. Und da haben wir heute, und da können wir mal drauf warten, was passiert, auf dem Tisch eine Petition von 100 Wirtschaftsverbänden, 100 Verbänden, also in denen wiederum unendlich viele Industrieunternehmen und Mittelständler organisiert sind. Die sagen zu Merz und Co., was ihr da verhandelt, ist überhaupt nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen niedrigere Energiepreise, die ja durch die Klimaabgabe so erhöht sind oder auch durch die Energiewende. Und wir brauchen eben, und das immer dasselbe, weniger Bürokratie, weniger, was uns auffällt, weniger, was unseren Umsatz schmälert. Und Sie sagen, diese 100 Verbände sagen, das kommt in den Koalitionsverhandlungen nicht vor. Ihr könnt eigentlich noch mal von vorne anfangen. Für uns ist das nichts, was ihr da aushandelt. Und da gucken wir mal, ob heute, die Koalitionsverhandlungen gehen ja weiter, CDU, CSU, SPD, ob die mal irgendwann aufwachen und sagen, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir unsere Wirtschaft voranbringen. Denn wir haben ja die düsteren Aussichten auf ein fast Nullwachstum in diesem Jahr. Europol zerschlägt einen weltweiten pädophilen Ring und das macht Hoffnung. Jetzt sind wir wieder beim schweren Verbrechen. Aber in diesem Fall würde ich mal sagen, dass es einem wirklich Hoffnung macht, dass die europäischen Polizeien, übrigens unter Leitung des Bayerischen Kriminalamtes, zusammengearbeitet haben. Und zwar so erfolgreich, dass sie einen der größten pädophilen Ringe zerschlagen konnten. Eine Plattform im Darknet, die, das konnte man lesen, pro Stunde 3 neue
kinderpornografische Videos hochlädt. Das ist unvorstellbar. Und nach einer jahrelangen Arbeit ist es den Behörden gelungen und in einer tollen Zusammenarbeit, auch in Europa, muss man sagen, diesen Ring zu zerschlagen, diese Plattform stillzulegen und sehr viele Verdächtige festzunehmen und Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist ja ein Bereich, der in unserem Bewusstsein gar keine Rolle spielt. Und wenn man dann in diese Hölle hineinschaut und sich überlegt, wie eigentlich diese Videos zustande kommen, wird es einem ja schwarz vor Augen. Also das macht mir wirklich Hoffnung, dass die Sicherheitsbehörden hier mal richtig erfolgreich waren, ganz im Unterschied zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, Gewaltkriminalität von Ausländern. Immer gut zu sagen, dass auch irgendwas in diesem Land noch funktioniert, Herr Schupelius. Genau. Danke, dass Ja, das Sie muss man auch mal, ne? Muss man auch Absolut. mal sagen. Ne? Danke.